Hallo Retro-Freunde und hallo Filmfans. Wie versprochen präsentiere ich euch nun ein Video, in dem ich euch meine Favorites in Sachen Horrorfilme oder Halloween-Filme vorstelle, die vielleicht der ein oder andere gar nicht so auf dem Schirm hat. Also, Film ab! Ja Leute, wie gesagt, in diesem Video dreht sich alles um Filme, die ich für einen perfekten Halloween-Tag, einen Halloween-Abend vorschlage, die aus meiner Sammlung kommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht eine Top 5, Top 10, was auch immer, Historie von allen möglichen Filmen zusammengestellt, sondern ich bin durch mein DVD- und mein Blu-ray-Regal gegangen und habe mir gedacht, was für einen Film würde ich persönlich treffend für einen Halloween-Filmabend finden. Kriterien dabei ganz kurz waren, dass ich Filme wie Freitag der 13., wie Halloween, wie Nightmare on Elm Street und Scream etc., die habe ich ausgeschlossen. Diese Film-Franchises, die tauchen wahrscheinlich in jeder Liste auf. Deswegen dachte ich mir, nee, ich gucke mal, was ich vielleicht für Perlen habe, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt, ja, oder schon lange nicht mehr gesehen hat und jetzt wieder dadurch aufmerksam wird. Zudem sind es natürlich alles Filme, die aus der guten alten Vintage-Retro-Zeit kommt, also alles vor 2000. Und ich möchte mit dem ersten Film jetzt einfach anfangen und sagen, werfen wir mal ein Auge drauf. Ja, schlechter Witz, ich weiß. Und zwar, der erste Film ist für mich ein ganz besonderer Film, wo ich sage, der passt perfekt zu einem gemütlichen, dusteren Abend bei Kerzenschein vielleicht. Ja, und zwar ist es der Film von 1985. Es ist Fright Night, eine rabenschwarze Nacht. Ich finde den Film einfach klasse. Es ist ein Vampirfilm, ja, wie gesagt, von 1985, der auch noch einen Nachfolger und auch eine Neuverfilmung nach sich gezogen hat. Die Neuverfilmung, da gibt es sogar, glaube ich, auch 2 Teile. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, der zweite Teil von dem Original ist okay, aber ich glaube, den gibt es auf Blu-ray in Deutsch zumindest gar nicht. Ja, und Fright Night, eine rabenschwarze Nacht, ist eine Empfehlung von mir. Es spielen mit Chris Sarandon, Roddy McDowall, ist ein alter Klassiker in Sachen Horrorfilme etc. Und er hat auch bei Planet der Affen zum Beispiel mitgespielt. Und Amanda Beers, die bestens bekannt ist als Marcy Darcy oder Marcy Rhodes aus Eine schrecklich nette Familie. Fright Night ist eine Horrorkomödie, würde ich sagen. Und ich würde euch einfach mal kurz den Inhaltstext vorlesen. Ja, und zwar, Charlie Brewster ist ein normaler Teenager. Er liebt seine Mutter, seine Freundin Amy, seinen alten Ford Mustang und Horrorfilme. Lediglich Mathematikaufgaben und Amys Jungfräulichkeit bereiten Charlie manchmal Schwierigkeiten. Doch in einem Punkt scheint er total zu spinnen. Er ist fest davon überzeugt, dass im Nachbarhaus ein Vampir eingezogen ist. Doch niemand will ihm glauben. Sogar der abgetakelte Showmaster Peter Vincent, der allnächtlich im Fernsehen von seinen Vampirabenteuern erzählt, hält Charlie für verrückt. Nur einer nimmt den Jungen ernst, todernst sogar, Nachbar Jerry Dandridge. Ja, er will Charlie für immer zum Schweigen bringen. Fright Night, mein Nachbar der Vampir, beziehungsweise Fright Night, eine rabenschwarze Nacht. Mein Nachbar der Vampir heißt glaube ich, der zweite Teil. Gar nicht so sicher. Ist von mir eine absolute Filmperle, eine Filmempfehlung aus den guten alten 80er Jahren, passend für den Halloween-Filmabend. Ja, der zweite Film. Ich mache das von dem Jahr aufsteigend, das heißt, wir waren jetzt bei 85, jetzt gehe ich in das nächste Jahr und ich habe jetzt einen Film aus 86 aus dem Regal gezogen. Es ist ein Remake von einem, Science-Fiction-Horrorfilm aus den, glaube ich, 50er Jahren, und zwar ist es Invasion vom Mars. Invasion vom Mars ist ein Low-Budget, sage ich mal, Horror-Monster-Film, außerirdischen Science-Fiction-Mix von 1986, in dem es darum geht, dass halt Außerirdische in irgendeiner Kleinstadt aufschlagen, und nur ein kleiner Junge halt davon überzeugt ist, dass es wirklich Außerirdische dort gibt. Und ich finde den Film auch eine Kindheitserinnerung von mir. Der kam irgendwann damals im Fernsehen und wir haben früher auf Video dann immer die Filme aus dem Fernsehen aufgenommen, und haben halt eine riesen Bibliothek an Videokassetten gehabt, immer Leerkassetten gekauft, Filme aufgenommen, beschriftet, in ein Heftchen eingeschrieben, Kassette Nummer 1, der Film drauf, etc. Und bei mir war es so, dass ich sonntags oder samstags, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall am Wochenende immer morgens
wenn ich aufgestanden bin und mit meinen Eltern gefrühstückt habe und dann Abwasch mitgeholfen habe etc., durfte ich immer einen Vormittagsfilm schauen. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Invasion vom Mars geschaut habe. Das war Wahnsinn. Ja, kurze Erklärung auch hierzu. Keiner will dem jungen David glauben, wie ich eben schon sagte, als er von der nächtlichen Landung eines UFOs berichtet. Doch kurz darauf ist es bereits zu spät. Außerirdische Invasoren haben der Menschheit ihren Stachel injiziert und sie äußerlich unverändert, was für ein Wort, zu willenlosen Marionetten werden lassen. Mithilfe der Schulpsychologin Linda Magnusson und des Militärs dringt David bis zur unterirdischen Basis der Aliens vor. Ein aufopferungsvoller Kampf um die Zukunft der Erde beginnt. Hier steht sogar nochmal, das Original ist von 53. Ja, das Remake, also man hat natürlich in den 80ern auch schon Filme, also Remakes gemacht, ja, und der ist von 86 und ist von mir eine absolute Empfehlung, ja, für so einen schönen, ja, Filmabend. Es ist jetzt kein, wie gesagt, es ist eigentlich ein B-Movie mehr oder weniger. Ja, es ist jetzt kein Blockbuster-Highlight etc. Aber trotzdem finde ich, macht er sich in dieser Sammlung oder in dieser Reihe, in diesem Event richtig gut. So, dann gehen wir weiter ins Jahr 1987. Erste von 85, zweite von 86, dritte von 87. Wie gesagt, ich gehe aufsteigend, aber ich habe jetzt nicht aus jedem Jahr einen Film rausgesucht. Das ist wirklich Zufall, dass ich jetzt einen aus 87 habe. Und das ist auch für mich ein Klassiker, bei dem ich mich früher so gegruselt habe, dass ich ihn ein paar Mal ausgemacht habe und nicht weitergeguckt habe. Mein Bruder, der älter ist, hatte halt diese ganzen Filme dann auch zu Hause und ich habe da versucht, immer heimlich zu gucken. Ja, und der Film ist hier dieses Mal Die Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen, oder vielleicht sogar der bekannteste von den dreien bisher, die ich erwähnt habe. Ja, Fürsten der Dunkelheit ist ein Horrorfilm über die, kann man Wiedergeburt des Teufels sagen oder sowas halt. Es spielt sich alles in der kleinen Kirche ab. John Carpenter typisch halt mit richtig geiler Musik, atmosphärischer Musik, langen Kamerafahrten, Einstellungen etc. Es ist ein relativ ruhiger Film, aber das finde ich halt oftmals wesentlich gespenstischer oder angsteinflößender als diese einfachen Haut drauf Splatterfilme. Ich halte die Kamera drauf, wie einer irgendwie abgemetzelt wird. Ja, das ist für mich kein Horror, das ist für mich halt, keine Ahnung, ja. Es ist nicht so spannend, ja, und dieser Film ist für mich genau das Gegenteil, ja. In einer zerfallenen Kirche mitten in Los Angeles schlummert seit Jahrhunderten das Böse. Als eine Gruppe von Wissenschaftlern diesem Geheimnis auf den Grund geht, erwacht die dämonische Kraft eines uralten Antigottes. Okay, Antigott. Satan selbst hat seine Fesseln abgelegt und bereitet mit ungezügelter Wut alles vor, um seinem Vater einen würdigen Empfang zu bereiten. Kultfilm 1987, Die Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter. Für mich ein Muss für einen Halloween-Filmabend. So, jetzt sind wir nochmal im Jahr 1987, ja, der zweite Film aus diesem Jahr. Wieder ein Vampirfilm und mehr ein Blockbuster oder ein A-Film, der aber auch, finde ich, nicht fehlen darf. Ja, es ist The Lost Boys. Ja, ein mega geiler Film, einer meiner Favorite Vampirfilme überhaupt. Kiefer, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Kiefer Sutherland, ja, oder Sutherland, spielt so einen geilen Vampir in dem Film. Ja. Die Musik, die Regie von Joel Schumacher, ich finde den Film einfach richtig, richtig klasse. Corey Haim, Corey Feldman, die Teenie-Idole aus den 80ern spielen damit. Es ist richtig klasse. Und auch hier wieder die kurze Inhaltsangabe. Sam und sein älterer Bruder Michael sind durchschnittliche, normale Teenager. Aber nachdem sie mit ihrer Mutter in das friedliche Santa Clara in Kalifornien gezogen sind, verändern sich die Dinge auf mysteriöse Art. Seit kurzem ist Michael nicht mehr er selbst und seine Mutter wird das, in was er sich verwandelt, überhaupt nicht mögen. Ich finde den Film richtig klasse. Ja, auch hier wieder, es ist nicht wirklich irgendwie großartig Blut oder Splatter zu sehen. Es ist halt einfach nur das, was man sich halt denkt, was passiert. Das ist für mich viel krasser als, wie gesagt, einfach die Kamera stier drauf zu halten.
Ich finde den Film klasse. Das ist für mich ein Film meiner ja, frühen Jugend, den ich total damals schon abgefeiert habe, weil ich ihn einfach cool fand. Und darin hat sich nichts geändert. Auch dieser Film, absolute Empfehlung für einen Halloween-Tag. Jetzt bin ich gespannt, wie viele von euch diesen Film kennen werden. Der Film ist von 1988. Als Schauspieler ist unter anderem Zach Galligan dabei, der ja in Gremlins 1 und 2 den Hauptdarsteller gespielt hat. Ja, und es handelt sich um Waxwork. Wie heißt der Untertitel deutsch? Reise zurück in die Zeit. Waxwork ist ja auch wieder ein B-Movie-Horrorfilm, sage ich mal, den ich damals, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hatte, gar nicht gesehen hatte. Das ist eine Perle, die mir erst später bewusst wurde, den ich mir angeschaut habe und total klasse fand. Auch wenn hier ein bisschen mehr Splatter drin ist oder ein bisschen mehr sieht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Story eigentlich richtig cool. Ja, es ist für heutige Verhältnisse, glaube ich, relativ schlecht gefilmt, ja, und die Dialoge sind auch nicht die intelligentesten, aber der Film hat halt was, es ist halt einfach ein Horrorkult, hier steht es auch hinten drauf, die schreiben viel hin, um es zu verkaufen, aber Horrorkult aus den 80ern, ja, und zwar in einer amerikanischen Kleinstadt eröffnet ein geheimnisvolles Wachsfigurenkabinett. Dort werden verschiedene populäre Horrorszenarien dargestellt. Eine Gruppe Jugendlicher wird zu einer privaten Mitternachtsbesichtigung eingeladen. Sowas passiert auch nur im Horrorfilm. Die Wachsfiguren-Horrorshow entpuppt sich als Albtraum und für die Teenager beginnt eine Reise in die mörderische Dimension der fantastischen Figuren. Denn um ihnen Leben einzuhauchen, braucht es Blut und frische Opfer. Regisseur ist hier unter anderem Anthony Hickox. Ich glaube, der hat sogar einen Hellraiser-Film, ich glaube den 3. Teil sogar gedreht. Wie gesagt, ist von 1988, Waxwork, eine, ja, Perle, die vielleicht nicht jedermann kennt, auch nicht jedermanns Geschmack ist, aber es lohnt sich, einen Blick reinzuwerfen. Leute, wenn ihr den irgendwo mal seht, auf dem Streaming-Portal oder wenn ihr den im Geschäft seht, ich meine, die Dinger kosten alle nicht mehr, zwischen 5 und 10 Euro eigentlich pro Film, dann gönnt den euch mal, ja, und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich finde ihn richtig toll. So, dann springen wir ins Jahr von 1988 ins Jahr 1995. Ein großer Sprung, aber den Film habe ich auch aus dem Regal gezogen. Und zwar ist das ein Film aus der Reihe Geschichten aus der Gruft mit dem Crypt Keeper. Ja, und zwar ist es Ritter der Dämonen. Ritter der Dämonen kam 1995, wie gesagt, raus, ist eine Kurzgeschichte aus der Geschichten aus der Gruft-Reihe, die zu einem Film aufgeblasen wurde. Und ich finde diesen Film richtig klasse. Ich habe den 95 abgefeiert, ich war da sogar im Kino gewesen, habe mir den angeschaut. Der war damals auch ab 18, mittlerweile alles abgestumpft, neu bewertet, ab 16 frei. Ja, ich finde den richtig, richtig toll, ich finde den richtig klasse. Es wird eine Geschichte von dem Crypt Keeper erzählt. Ja, und es geht darum, oh Gott, das ist schwarz auf, das ist nicht so gut, aber 6 der Schlüssel zum Tor der Hölle haben die dämonischen Heerscharen bereits in ihren Besitz gebracht. Der 7. wird von einem Wächter und dem Blut Christi auf der Erde beschützt. Viele Jahrzehnte nachdem Frank Breaker der Schlüssel im Ersten Weltkrieg von einem Kameraden übertragen wurde, befindet er sich in New Mexico auf der Flucht, verfolgt von dem dämonischen Collector. Es ist Billy Zane, der Bösewicht auch aus Titanic zum Beispiel, der alles daran setzt, den Schlüssel in seine Gewalt zu bringen und das Tor zur Hölle endgültig zu öffnen. Aber er hat die Rechnung ohne die junge Geraldine gemacht, ... Ja, also der Film ist richtig toll. Ja, es geht halt, der spielt halt eigentlich auch nur in einem, ist das ein Hotel, ein Wirtshaus, irgendwie sowas halt zu 99%. Und die dort Eingeschlossenen versuchen alles halt, um diesen Schlüssel oder um das Tor nicht öffnen zu lassen, ja, zur Hölle. Ich finde ihn richtig toll, ich finde ihn richtig klasse, den Film von 95. Wie gesagt, er war sogar im Kino, ja, ich glaube, der war sogar recht erfolgreich, der Film. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für die Filmsammlung und auch für solche Tage wie Halloween. Ja, einen habe ich noch in petto und zwar ist der von, wir waren eben bei 95, das heißt, ich muss aufwärts gehen und der ist jetzt von 99. Ich habe noch die DVD, die ich mir damals davon gekauft habe. Mittlerweile gibt es auch eine Blu-ray und wenn der vom Preis her passt, dann werde ich den auch austauschen mal. Ja, allerdings finde ich das Cover von der DVD wesentlich besser als das von der Blu-ray. Ist leider öfters so, finde ich.
Ja, und zwar ist das der Film Haunted Hill. Ja, ich glaube, der hieß auch mal House on Haunted Hill als Original, also das ist auch ein Remake. Der ist auch aus den, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht genau, 50er, 60er Jahren, keine Ahnung, was gab es den schon einmal. Ja, der hat mir früher 1999, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, der hat mir echt Angst gemacht. Ja. Ich fand den echt, obwohl ich da halt schon 21 war, 99, ja, ich war 21, aber ich fand den damals richtig gruselig. Ja, wirklich gruselig. Ja, wie gesagt, man muss nicht immer alles öffentlich sehen, sondern man muss halt nur, die Musik macht so viel, ja, die Schockszenen, die heute sogenannten Jumpscares, die jetzt heute in jedem Film sind, die mich überhaupt nicht mehr erschrecken, sage ich mal, ja, waren da halt noch sehr dezent eingesetzt und es war was Neues und ich finde es richtig toll und der Film ist richtig klasse, ja, ist auch kein großer Blockbuster gewesen, aber ich lese euch auch kurz nochmal die Inhaltsangabe auf der Rückseite vor, ja, und zwar: Steve Price ist ein millionenschwerer Exzentriker, der nicht nur in seinen Themenparks mit den Todesängsten der Menschen seine Scherze treibt. Sein neuester Coup: Jedes Mitglied einer Gruppe von Fremden erhält $1.000.000, wenn sie eine ganze Nacht mit ihm und seiner Frau in dem berüchtigten Art Deco Geisterpalast aushalten. Die einstige Anstalt für Geisteskranke hatte 1931 entsetzliche Berühmtheit erlangt, als die dort gefolterten und gequälten Patienten aufbegehrten und ein Massaker anrichteten. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, in so einem Film, was passiert da, ja, um was geht's da. Wenn ihr nicht kennt, auch eine Empfehlung von mir, ja, sei es auf Blu-ray, sei es auf DVD, sei es auf Streaming-Portal, was auch immer, ja, wo ihr überall angemeldet seid. Wenn ihr den Film nicht kennt, wenn ihr auf so Filme steht, schaut ihn euch an, der wird euch garantiert nicht gefallen. Ja, ich finde ihn richtig klasse und auch das ist ein Film, der für so einen Tag wie geschaffen ist. Ja, Leute, das soll's gewesen sein von meinen Empfehlungen. Wie gesagt, es waren Filme, die ich aus meinem Regal gezogen habe. Ja, es gibt natürlich noch Millionen, Tausende, Abermillionen von Filmen, die es auch in dieses Video hätten schaffen können. Ja, ich habe mich daran orientiert, wie gesagt, was habe ich in der Sammlung? Ja, was würdet ihr für Filme für einen Halloween-Tag empfehlen? Wie gesagt, nehmt mal Halloween selbst, nehmt mal Freitag der 13. etc., diese ganzen Horror-Franchises, nehmt die mal raus, nehmt mal Chucky raus. Ja, was bleibt dann noch übrig? Habt ihr irgendwelche Filmperlen, die ihr mir empfehlen wollt? Dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ja, ansonsten, wenn ihr generell Filme mögt, wenn ihr YouTube-Videos zu Filmen gerne anschaut, dann schaut auch noch mal. Ich blende euch jetzt hier noch mal ein, zwei Videos ein, wo ich auch meine Neuvorstellungen vorstelle, ja, von Filmen, die ich in die Sammlung eingenommen habe. Klickt doch mal da rein, guckt ihr euch an. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst. Ja, solltet ihr noch kein Abonnent sein, auch das könnt ihr gerne ändern, indem ihr einfach auf den Abo-Button klickt und auch das Glöckchen aktiviert. So werdet ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Und ich würde sagen, wie gesagt, werft mal ein Auge drauf. Ja, ich kann jetzt kein Auge mehr drauf werfen, weil ich werde jetzt mein Auge verschlingen. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut, euer Retro-Rauner. Auge.